Gesundheit braucht Verstand. Lassen Sie mich raten, Sie schlafen schlecht? Kennen Sie das? Wenn Sie morgens aufstehen, obwohl Sie 8 Stunden geschlafen haben und sind immer noch müde? Oder Sie liegen nachts wach und Ihr Kopf will einfach nicht zur Ruhe kommen? Damit sind Sie nicht allein. Tatsächlich schlafen etwa 70% der Deutschen schlecht. Und deswegen explodiert gerade ein Trend bei TikTok, wo etwa 4 Milliarden Aufrufe sind, wo es um Sleep Maxing geht. Sleep Maxing bedeutet, den Schlaf mit allen Mitteln zu optimieren. Von Melatonin-Megadosen über Gewichtsdecken von über 500 € bis hin zum gefährlichen Maustaping, dem Zukleben des Mundes. Die Ironie? Je mehr Menschen für Schlaf ausgeben, desto schlechter schlafen sie. Der Markt wächst auf 500 Milliarden $, aber die Schlafqualität sinkt weiter. Warum? Weil fast alle sich schon wieder auf Symptome konzentrieren. Heute zeige ich Ihnen, was wirklich dahinter steckt und natürlich die Lösungskonzepte. Es ist einfacher und tiefgreifender als all das, was auf TikTok gerade trendet. Bevor wir aber in die Wissenschaft eintauchen, wir kennen alle das Gefühl, man liegt im Bett, starrt an die Decke und je mehr man versucht einzuschlafen, desto wacher wird man. Man probiert alles, Schäfchen zählen, Meditations-Apps, vielleicht sogar Schlaftabletten und nichts funktioniert dauerhaft. Und man sieht diese Sleep-Maxing-Videos, junge Menschen, die ihre Abendroutinen vorführen. Blaulichtbrillen aufsetzen, Magnesiumspray auf die Füße, Mund zukleben, in die Gewichtsdecke kuscheln, noch schnell 10 Milligramm Melatonin einwerfen. Sie versprechen, seit ich das mache, schlafe ich wie ein Baby. Aber stimmt das wirklich? Eine neue Studie von 2025 hat Maustaping untersucht. Eines der beliebtesten Sleep-Maxing-Tools. Das Ergebnis sollte jeden alarmieren. 4 von 10 Studien warnen vor Erstickungsgefahr. Die Wirkung ist nicht das, was versprochen wird. Keine einzige medizinische Gesellschaft empfiehlt es. Und trotzdem kleben sich Millionen Menschen nachts den Mund zu. Zumindest wurde dabei aber ein Teil des Problems erkannt, nämlich die Mundatmung. Gehe ich gleich noch drauf ein. Aber warum greifen Menschen zu so drastischen Maßnahmen? Die Antwort liegt darin, dass Studien nachweisen, dass etwa über 50% der Kinder bereits in früher Kindheit durch den Mund atmen und bei den Erwachsenen sollen es immerhin noch 30-40% sein. Und genau hier beginnt eine biologische Kettenreaktion, die ihren Schlaf zerstört. Das Problem ist, Sleep Maxing ignoriert die wahren Ursachen. Melatonin-Megadosen. Ihr Körper produziert 0,1 bis 0,2 Milligramm. Je nach Dosierung schlucken Sie das 10- bis 100-fache. Genau das stört Ihre Eigenproduktion. Maustaping, Sie kleben das Symptom zu und die Ursachen, warum Sie durch den Mund atmen, verbleiben. Und Blaulichtfilterbrillen, das Problem ist nicht das Licht, sondern der Dopaminkick von den sozialen Medien, der das Gehirn auf Hochtouren hält. Aber es gibt noch andere Schlafkiller, die niemand auf dem Schirm hat. Der Nachmittagskaffee um 16 Uhr, der stört den Schlaf noch um 22 Uhr. Die teure 3.000 € Matratze. Die Wissenschaft zeigt, dass mittelfeste Matratzen im unteren Preissegment genauso gut sind. Und die ganzen Schlaftrecker, die können sogar zur Orthosomnie führen, eine krankhaften Besessenheit im Hinblick auf perfekte Schlafwerte. Was ich Ihnen jetzt zeige, wird Ihre Sicht auf Schlaf für immer verändern. Aktueller Stand der Wissenschaft, es geht nicht darum, wie lange Sie schlafen, sondern wie regelmäßig Sie schlafen. Eine Studie mit über 60.000 Teilnehmern, immerhin, zeigte, Menschen mit konsistenten Schlafzeiten leben länger. Selbst wenn sie nur 6 Stunden schlafen, als solche mit 8 Stunden über unregelmäßige Zeiten. Schockierend, zu viel Schlaf kann tödlich sein. Eine Meta-Analyse mit 79 Studien bestätigte, unter 7 Stunden erhöht sich die Sterblichkeit um ca. 14%. Kann man natürlich nie so genau sagen. Aber über 9 Stunden, das Risiko steigt um 34%. Der Sweet Spot bei 7-8 Stunden, nicht mehr, nicht weniger. Bei Kindern und Jugendlichen verhält sich das ganz anders. Der natürliche Rhythmus verschiebt sich um 2 bis 3 Stunden und die Schlafzeiten sind länger. Der Gipfel dieser Nachteulenphase ist etwa bei 19-20 Jahren. Hohe Schulzeiten sind deswegen biologischer Wahnsinn. Studien zeigen, Schulbeginn nach 8:30 Uhr verbessern Noten und Konzentration signifikant. Aber für uns Erwachsene gilt, gehen Sie jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett. Auch am Wochenende. Ja, ich weiß, es ist schwierig in den Alltag zu integrieren, aber es ist der stärkste Faktor für gesunden Schlaf. Jetzt zur 585 Milliarden $ Matratzenindustrie. Sie verspricht perfekten Schlaf durch immer teurere Technologien. Memory Foam für 3.000 €?
Gel Infusion für 5.000 Euro. Die Wissenschaft ist eindeutig. Eine systematische Studie konnte nachweisen, dass nur 24 qualifizierte Studien existierten und die waren noch von der Industrie finanziert. Consumer Reports testeten hunderte von Matratzen. Keine Korrelation zwischen Preis und Schlafqualität. Matratzen für wenige 100 Euro schnitten ebenso gut ab wie die für 3.000 Euro. Sie brauchen eine allgemeine Empfehlung für den Kauf einer Matratze. Mittelfeste Matratzen mit dem Wert 5 bis 6 auf der Skala von 10. Die Lancet-Studie mit 313 Teilnehmern bewies, mittelfest reduziert Rückenschmerzen. Eine andere Metastudie sagt ebenfalls, mittelfest reduziert Rückenschmerzen um ca. 48% besser als weiche oder zu feste Matratzen. Und generelle Schlafqualitätsverbesserung um 55%. Und hier kommt der Hammer. In Japan schlafen Millionen von Menschen auf dünnen Futons und haben die gleichen Rückenschmerzraten wie wir in Deutschland. Das wahre Problem ist nicht die Matratze. Es liegt also an was anderem. Bandscheiben brauchen nämlich Bewegung zur Ernährung. Wir bewegen uns nachts etwa 15 bis 40 Mal. Das pumpt Nährstoff in die Bandscheiben. Memory Foam behindert diese natürliche Bewegung. Die Viskosität erhöht sich mit der Körperwärme. Sie sinken ein wie im weichen Treibsand. Was Matratzen wirklich können sollten, die richtige Temperatur halten. Denn hier liegt der Schlüssel zum tiefen Schlaf. Die optimale Schlafzimmertemperatur zwischen 15 und 19 Grad, idealerweise etwa bei 18 Grad. Warum? Ihr Körper muss die Temperatur um etwa 2 Grad absenken, um einzuschlafen. Bei über 24 Grad, Ihr Traumschlaf und Tiefschlaf werden dramatisch reduziert. Richtige Kühlung erhöht die Tiefschlafphasen um 7,5 Minuten. Das sind über 45 Stunden zusätzlicher Tiefschlaf im Jahr. Memory Foam ist eine Hitzefalle. Es speichert Körperwärme und behindert den Wärmeaustausch. Die Alternative: Matratzen mit Federn oder Hybridmatratzen mit guter Luftzirkulation. Oder tatsächlich ein Futon auf dem Boden, wie es Menschen über 200.000 Jahre gemacht haben. Ein Tipp für den Sommer: die Starfish-Position. Arme und Beine ausstrecken und die Ventilation funktioniert deutlich besser. Und ein Ventilator verdreifacht den Kühleffekt. Und 30 bis 50% Luftfeuchtigkeit ist optimal. Das ist Wissenschaft. Keine 5.000 Euro Matratze nötig. Kommen wir zum nächsten Thema, der Nachmittagskaffee um 16 Uhr. Der sabotiert Ihren Schlaf. Etwa 2 bis 3 Tassen Kaffee zeigte, selbst 6 Stunden vor dem Schlaf reduziert Koffein Ihre Gesamtschlafzeit um über 1 Stunde. Das Tückische: Sie merken das oft nicht einmal bewusst und die Teilnehmer behaupteten sogar gut geschlafen zu haben. Aber EEG-Messungen zeigten das Gegenteil. Fragmentierter Schlaf, reduzierter Tiefschlaf, häufig Mikroaufwachphasen. Die Halbwertszeit von Koffein beträgt 4 bis 6 Stunden. Aber es dauert 8,8 Stunden, bis Kaffee Ihren Schlaf nicht mehr stört. Bei Pre-Work Supplements sogar 13,2 Stunden. Das bedeutet, letzte Tasse spätestens um 14 Uhr, wenn Sie um 22 Uhr schlafen gehen wollen. Und es wird schlimmer. Der Koffein-Teufelskreis. Schlechter Schlaf macht müde. Müdigkeit, mehr Koffein stört den Schlaf. Ein endloser Kreislauf, in dem Millionen von Menschen gefangen sind. Auch beliebt: ein Gläschen Wein vor dem Schlafengehen. Kennen Sie das? Klar, Sie schlafen schneller ein, aber dann kommt die Katastrophe. In der ersten Nachthälfte unterdrückt Alkohol Ihre REM-Schlafphase komplett. In der zweiten Hälfte kommt der Rebound-Effekt. Fragmentierter Schlaf, häufiges Aufwachen, Schwitzen. Je mehr Sie trinken, desto schlimmer. Selbst moderate Mengen stören Ihre Melatoninproduktion und erhöhen Ihre Körpertemperatur. Genau das Gegenteil von dem, was Sie brauchen. Cannabis müssen wir auch ansprechen, seitdem es legal ist. THC reduziert zwar die Einschlafzeit, aber unterdrückt die REM-Phase um bis zu 80%. Und wenn Sie aufhören, der REM-Rebound beschert Ihnen wochenlang intensive, oft beängstigende Träume. Schlafstörungen können 6 bis 7 Wochen nach dem Absetzen anhalten. Und bevor mir jetzt jemand mit CBD um die Ecke kommt, die Forschung ist ernüchternd. 300 Milligramm zeigten Null-Effekt auf den Schlaf bei Gesunden. Die biphasische Wirkung bedeutet, niedrige Dosen können wach machen. Nur sehr hohe Dosen wirken sedierend. Und die Qualität der Produkte? Ein Glücksspiel ohne Regulierung. Und jetzt noch ein neues Phänomen, was erst durch Smartwatches und Sleep Maxing Hype hervorgebracht worden ist. Orthosomnie, die Besessenheit, perfekte Schlafwerte zu erreichen. Ironischerweise durch Geräte, die eigentlich den Schlaf verbessern sollen. Menschen checken morgens als erstes ihren Schlafscore. Ein schlechter Wert von 75 statt 85? Panik. Nur 12% Tiefschlaf statt 20%? Der Tag ist ruiniert. Diese Angst vor schlechten Werten führt zu genau schlechterem Schlaf. Die Wahrheit über Schlaftrecker: Wachschlaferkennung 95% genau, aber Schlafphasen nur
38 bis 78% Genauigkeit. Der 1000-Euro-Tracker rät mehr, als er misst. Die Algorithmen variieren zwischen Herstellern. Der gleiche Schlaf kann bei Fitbit exzellent und bei Apple Watch mangelhaft sein. Die Lösung: nutzen Sie Tracker für Trends, nicht für die täglichen Scores. Oder noch besser, hören Sie auf Ihren Körper, fühlen sich erholt, dann war der Schlaf auch gut. Egal, was die App sagt. Und jetzt zum absoluten Schlafkiller. Weißt du, wie 40% aller Erwachsenen sind davon betroffen? Mundatmung. Was harmlos klingt, ist eine systemische Katastrophe. Zum Beispiel steht Mundatmen 90 bis 95% des Stickstoffmonoxids nicht zur Verfügung. NO ist aber nicht nur antimikrobiell, sondern es verbessert auch die Sauerstoffaufnahme in unseren Zellen um 10 bis 18%. Und auch das Verhältnis zwischen Kohlendioxid und Sauerstoff verändert sich. Ihr Blut transportiert weniger Sauerstoff, Ihr Gehirn wird unterversorgt, Sie wachen müde auf, egal wie lange Sie schlafen. Aber es wird schlimmer. Mundatmung aktiviert Ihr sympathisches Nervensystem, den Kampf- oder Fluchtmodus. Die ganze Nacht. Ihre Herzratenvariabilität sinkt um bis zu 20%. Cortisol steigt um 15 bis 25% und Adrenalin um 30 bis 40%. Sie schlafen im Stressmodus. Die Langzeitfolgen sind erschreckend. 4-fach höhere Magnesiumverarmung, 20% weniger REM-Schlaf, gestörtes Mikrobiom im Mund mit pathogenen Bakterien und das Mouth-Breather-Face. Ja, das ist real. Verlängertes Gesicht, zurückweichender Kiefer, dunkle Augenringe. Jetzt erkläre ich Ihnen etwas, was bisher in der Medizin nahezu unberücksichtigt ist. Die triadische Funktion von Atmung, Schlucken und Kopfbalance. Diese 3 Funktionen sind im Hirnstamm verkabelt wie ein 3-Gänge-Getriebe. Wenn ein Gang klemmt, funktioniert das ganze System nicht mehr. In einem wissenschaftlichen Paper von 2016 wurde der sogenannte postinspiratorische Komplex entdeckt. Der koordiniert Atmung und Schlucken. Wenn Sie durch den Mund atmen, gerät also diese Koordination durcheinander. Sie schlucken 1200 bis 2000 Mal täglich. Jedes Mal sollte dabei der Vagusnerv stimuliert werden, aber nur bei der Atmung durch die Nase. Beim Mundatmen, die Stimulation fehlt. Der Vagusnerv ist Ihre Entspannungsautobahn. 100.000 Fasern, die Ruhe signalisieren, aber 38% schlucken mindestens falsch. Die Dunkelziffer ist viel größer. Sie stoßen mit der Zunge nach vorne statt nach oben. Die Folge: der Unterkiefer rutscht zurück, die Atemwege verengen sich, nachts kollabieren sie. Und die Kopfhaltung? Für jeden Zentimeter, den Ihr Kopf nach vorne ragt, verdreifacht sich die Belastung. Bei 5 Zentimetern, typische Handyhaltung, lasten 25 Kilogramm auf Ihren Nacken. Wo kommen dann wohl Ihre Rücken- und Nackenschmerzen her? Sicherlich nicht von der Matratze. Ihre Atemwege verengen sich um 30%. Schnarchen und Schlafapnoe sind typische Folgen. Und die Melatoninproduktion ist gestört. Und noch kurz erwähnen, auf Melatonin, auf den neuen Trend einzugehen, aber Vorsicht, die meisten Präparate enthalten das 10- bis 100-fache der körpereigenen Produktion. Ihr Körper produziert 0,1 bis 0,3 Milligramm, Sie schlucken aber 3, 5 oder sogar 10 Milligramm. Die Folgen sind dramatisch. Melatoninrezeptoren werden desensibilisiert. Das ist wie bei einer Droge. Sie brauchen immer mehr für weniger Wirkung. Studien zeigen, bei chronischer Einnahme reguliert Ihr Körper die Rezeptoren herunter. Beim Absetzen Rebound-Effekt, Schlaflosigkeit, sogar Bewegungsstörungen wurden dokumentiert. Und die Qualität? Katastrophal. Tests finden 74 bis 347% Abweichung vom angegebenen Gehalt. Sie wissen nie, was Sie da eigentlich schlucken. Wenn Sie nicht darauf verzichten können, die intelligentere Alternative wäre L-Tryptophan. Das ist die natürliche Vorstufe. Ihr Körper wandelt es über Serotonin zu Melatonin um. Der Clou: Sie nutzen die körpereigenen Regulationsmechanismen, keine Überdosierung möglich, keine Rezeptorprobleme. Die Wissenschaft sagt eindeutig, 1 bis 2 Gramm L-Tryptophan reduzieren nächtliches Erwachen um 81 Minuten. Melatonin verkürzt nur die Einschlafzeit um mickrige 7 Minuten. Aber wann macht Tryptophan überhaupt Sinn? Nur als temporäre Krücke. Wenn Sie jahrelang durch den Mund geatmet haben, ist Ihre Darm-Hirn-Achse gestört. Das Mikrobiom produziert 90% Ihres Serotonins. Beim Mundatmen ist das im Eimer. Oder in der Umstellungsphase, wenn Ihr Körper noch im Stressmodus festhängt. Die Anwendung: 1 bis 2 Gramm L-Tryptophan für maximal 4 Wochen, während Sie die wahre Ursache angehen. Die Atmung, Schlucken, Kopfbalance-Triade. Sobald Sie wieder durch die Nase atmen, normalisiert sich Ihre Melatoninproduktion von selbst. Das ist der entscheidende Punkt. Supplements sind keine Dauerlösung. Sie sind wie Krücken nach einem Beinbruch. Hilfreich für den Übergang, aber das Ziel ist, wieder ohne zu laufen. Korrigieren Sie die Triade und Ihr Körper macht den Rest. Kostenlos, für immer. Und wann sollte man L-Tryptophan besser nicht nutzen? Bei schweren Schlafstörungen mit komplexer Entkopplung des Rhythmus. Bei bestimmten Antidepressiva: Vorsicht, Serotonin
Melatonin-Syndrom ist dabei möglich. Bei akuten Jetlag-Zuständen, hier kann kurzes Melatonin besser werden. Daran müssen wir auch denken, arbeiten Sie in Schichtarbeit? Eine besondere Schlaf-Challenge, auch da gibt's Abhilfe. Dunkelheit im Zimmer, Vorhänge, die kein Licht durchlassen, sind Pflicht. Temperatur im Zimmer zwischen 16 und 18 Grad. Darauf müssen Sie auch beim Tagesschlaf achten und extrem helles Licht, wenn Sie dann aufstehen. In diesem Fall kann auch Melatonin eine gute Hilfe sein, 0,5 bis 1 Milligramm, etwa 2 Stunden vor dem Schlafen schon einnehmen und dann klappt das auch mit dem Tagesschlaf. Und die triadischen Funktionen zu trainieren, gilt natürlich auch für diese Gruppe Menschen. Aber jetzt wollen wir nochmal auf unsere neurophysiologische Therapie eingehen, die Faceformer-Therapie, die wir entwickelt haben, um genau diese Basisfunktion zu korrigieren. Der Unterschied ist fundamental. Während andere Methoden einzelne Muskeln trainieren, trainiert die Faceformer-Therapie neuromotorische Muster. Damit wird das Gehirn umprogrammiert. Durch präzise koordinierte Bewegungsmuster entstehen neue Nervenverbindungen. Neuroplastizität in Aktion. Das Gehirn lernt, wieder wie Atmung, Schlucken und Kopfbalance zusammenarbeiten sollen. Der Faceformer ist dabei das notwendige Trainingsgerät. Er schafft den definierten Widerstand für die Lippenmuskulatur. Die Zunge wird in die korrekte Position gebracht. Die Kopfhaltung stabilisiert sich in Koordination mit den anderen beiden Funktionen automatisch. Alle 3 Elemente der Triade werden gleichzeitig aktiviert mit einem Übungsprogramm. Es geht um mehr als Zahlen oder Studien. Es geht um Wiederherstellung ihrer natürlichen Funktionen. 5 bis 10 Minuten, 2 bis 3 Mal täglich, nach 2 bis 3 Wochen erste Erfolge, nach 3 Monaten dauerhafte Transformation. Das ist keine Symptombekämpfung, das ist Ursachenkorrektur auf neurologischer Ebene. Und hier sind einige Sofortmaßnahmen für besseren Schlaf. Temperatur, Schlafzimmer auf 18 Grad, zu warm, Ventilator an. Ihre Füße können unter der Bettdecke vorschauen. Sie sind Ihre Radiatoren. Koffeintiming, letzte Kaffee um 14 Uhr. Keine Ausnahme, auch kein Grüntee, keine Cola. Alkohollimit bis etwa 3 Stunden vor dem Schlafengehen. Besser gar nicht. Die Schlafqualität dankt es Ihnen. Regularität, gleiche Schlafenzeiten an jedem Tag. Der Körper kennt keine Wochentage. Mundatmung stoppen, Zunge an den Gaumen, Mund geschlossen und durch die Nase atmen. Kein Maustaping, das ist gefährlich. Faceformer-Training regelmäßig. Resonanzübung mit dem Faceformer, dazu sofort mehr. Wir stellen eine ruhige Atmung ein, die sich direkt auf den Nervus vagus auswirkt. Wenn Sie die Triade trainieren, startet eine biologische Kaskade systemischer Prozesse. Und hier das Geheimnis, das Biohacker für teures Geld verkaufen. Die Resonanzfrequenz, Atmung, bezieht sich auf ruhige, gleichmäßige Atemzüge, nicht mehr und nicht weniger. Bei genau dieser Frequenz synchronisiert sich Herzschlag und Atmung perfekt. Ihre Herzratenvariabilität explodiert förmlich, der wichtige Marker für Stressresilienz und Langlebigkeit. In den ersten Tagen beginnt die Umstellung. Ihr Stickstoffmonoxid-Level steigt von nahezu 0 auf normale Werte. Eine dramatische Steigerung. Die Sauerstoffversorgung verbessert sich um 18%. Ihr Gehirn registriert mehr Sauerstoff, weniger Gefahr. Der Sympathikus fährt herunter. Und nach 2 bis 3 Wochen normalisiert sich Ihr Mikrobiom. Der pH-Wert im Mund sinkt von 7,5 auf gesunde 6,7. Die pathogenen Bakterien verschwinden. In Ihrem Darm steigern die GABA-Werte um 35%, Serotonin um 30%. Sie spüren es als innere Ruhe, die Sie vielleicht seit Jahren vermissen. Nach 2 Monaten hat sich Ihre Kopfhaltung auch schon messbar, sichtbar verbessert. Belastung Ihrer Halswirbelsäule sinkt von 25 Kilogramm auf normale 5 Kilogramm. Ihre Atemwege öffnen sich, die Versorgung der Zirbeldrüse steigt signifikant, die Melatoninkonzentration stabilisiert sich. Nach 3 Monaten spüren Sie schon deutliche Verbesserung. Ihre Tiefschlafphase verbessert sich etwa um 30%, die REM-Schlafphasen stabilisieren sich, Sie sind biologisch jünger geworden, messbar an epigenetischen Markern. Die Methode, eine Lebensstilveränderung. Beginnen Sie heute schon mit der Nasenatmung und integrieren Sie die Faceformer-Therapie für die neurophysiologische Umprogrammierung. Kombinieren Sie das Training mit den Basismaßnahmen, 18 Grad Schlafzimmertemperatur, kein Kaffee nach 14 Uhr, kein Alkohol vor dem Schlafengehen und regelmäßige Schlafzeiten. Die Transformation beginnt jetzt. Lassen Sie sich noch etwas sagen, lassen Sie sich nicht bequatschen. Gesundheit braucht Verstand. Egal, ob von der Matratzenindustrie, die Ihnen 5.000 € Matratzen verkauft, von der Supplementindustrie oder von Melatonin-Megadosen oder von der Schlafmedizin mit ihren Maschinen und Operationen. Die Wahrheit ist,
Der Körper weiß, wie man schläft. Er hat das seit 200.000 Jahren gekonnt. Aber unsere moderne Welt hat die natürlichen Funktionen zerstört. Mundatmung, falsche Haltung, gestörter Rhythmus. Die gute Nachricht: Es ist umkehrbar. Nicht durch Pillen oder Gadgets, sondern durch die Herstellung ihrer natürlichen Funktion. Und denken Sie an die Regularität. Also gleichmäßig ins Bett gehen, aber auch zur gleichen Zeit morgens aufstehen, weil morgens grübeln Sie ja nicht und abends hält Sie das Grübeln vom Einschlafen ab. Stellen Sie sich vor, in 30 Tagen wachen Sie morgens erholt auf. Voller Energie, Ihr Gehirn ist klar, Ihr Körper erholt. Keine Maschinen, keine Pillen, nur Sie und Ihr erholter Schlaf. Das ist keine Fantasie, das ist Wissenschaft, Sleep-Maxing, wie es eigentlich sein sollte. Beginnen Sie mit all dem heute. Abonniert gern unseren Kanal, kommentiert eure Erfahrungen, teilt das Video und rettet den Schlaf auch von anderen. Und ich sage wieder, tschüss für heute.